Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Wohnmobil Privat mit Vermietung. Mein Name ist David und heute geht es um das Thema Versicherung und Absicherung eures Wohnmobils bei der Vermietung. Wie verhält sich es, wenn zum Beispiel ein Schaden auftritt, wenn eine Panne passiert? Wie wird das Fahrzeug zurückgeholt? Wie kommen die Mieter zurück? Was ist bei Diebstahl und Ähnlichem? Wir schauen uns das näher an. Bleibt dran, bis gleich. Ja, schön, dass du dabei bist. Grundsätzlich schauen wir gleich, wie das Video aufgeteilt ist, wie es aufgebaut ist. Aber vorher möchte ich noch ganz kurz sagen, wie es zu dem Video überhaupt kam. Und zwar ist das eine Zuschauerfrage gewesen von 007 Rekin. Vielen Dank für die Frage. 007 Rekin hat mir geschrieben, was passiert bei einem Unfall, wenn der Wagen einfach mal defekt ist? Ist das schon bei Paul Camper mitversichert? Zum Beispiel das Auto aus Portugal abschleppen, Motorschaden, Kupplungsschaden ist nicht billig, hast du vollkommen recht. Wenn solche Situationen mal kommt oder passiert, wie ist das mit den Mietern? Wird die Rückkehr bezahlt? Kriegen die einen Ersatzwagen? Und er schreibt ja auch, ein Großteil der Mobile ist Schalter, die Kombination aus Gebirge, schweres Fahrzeug, wenig erfahrene Fahrer eventuell. Die Kombination ist für einen Kupplungsschaden natürlich nicht optimal oder für die Kupplung vielleicht nicht optimal. Wie ist es da mit der Reparatur im Ernstfall? Ist da was nachzuvollziehen? Bleibt man auf den Kosten sitzen und so weiter? Auch das schauen wir uns alles im Video an. 007 Rekin, erstmal vielen Dank für deine Frage. Wenn nach dem Video weitere Fragen sind bei dir oder bei anderen, ruhig weiter schreiben. Ich freue mich immer, wenn ich euch weiterhelfen kann. Und jetzt schauen wir uns die näheren Themen an. Jetzt schauen wir uns an, wie das Video aufgebaut ist, die einzelnen Punkte. Wir fangen an mit, was ist denn überhaupt versichert, was ist in dem Versicherungspaket für euch mit drin. Dann reden wir über Defekte, was ist bei Pannen, Diebstahl, Beschädigung bei oder durch Diebstahlversuch, Brand und Explosion, Mut und böswillige Zerstörung, Schäden durch Naturgewalt. Wir haben das Thema Bergung, wir haben das Thema Rücktransport und Rückholung des Fahrzeuges. Wir haben aus Mietersicht der Rücktransport, Mietwagen und Übernachtungskosten für die Mieter. Und wir haben natürlich das Thema, wie läuft so eine Abrechnung oder die Versicherungsbearbeitung ab? Was ist da zu beachten? Was habe ich da so selbst schon erlebt? Außerdem natürlich im Endeffekt ein Fazit und meine Meinung dazu. Also, legen wir los. So, jetzt schauen wir uns erstmal den Baustein 1 an. Was ist versichert? Was ist mit drin? Grundsätzlich möchte ich sagen, alle Informationen, die ihr heute von mir bekommt, sind natürlich nach bestem Gewissen und Wissen zusammengetragen. Allerdings kann ich für keine Information eine Gewähr übernehmen, eine gesetzliche. Ganz klar. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass diese Informationen natürlich aus meinen vorliegenden Unterlagen sind, die ich von meinem Partner Paul Camper habe, beziehungsweise von den Versicherungen oder der Versicherung, mit der Paul Camper zusammenarbeitet. Ja? Und ich dementsprechend, ja? Über Paul Camper. Kann natürlich bei einem anderen Anbieter, bei einer anderen Plattform ganz klar anders sein. Die haben andere Verträge, die haben andere Partner. Das bezieht sich alles auf die Zusammenarbeit mit Paul Camper. Ja? Gut, beginnen wir mal. Also bei Paul Camper seid ihr wie folgt versichert. Es gibt eine Haftpflichtversicherung, die geht bis 100 Millionen und 15 Millionen für Personenschäden. Außerdem eine Teil- und eine Vollkaskoversicherung, Selbstbeteiligung, die der Mieter hat von 1.500 Euro. Die kann reduziert werden, indem der Mieter bei Abschluss sozusagen ein bisschen mehr zahlt pro Tag und dann wird die reduziert auf 750 oder 250 Euro. 250 Euro ist das, was ich kannte. In den Unterlagen habe ich auch noch 750 Euro gefunden, muss aber nicht 1000%ig auch bei Paul Camper umsetzbar sein. Aber 250 Euro Reduzierung ist definitiv machbar, das erlebe ich auch immer wieder. Und es ist sehr, 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 sehr wichtig, betone ich jetzt gleich erstmal, für euch und für den Mieter. Warum? Kommen wir nochmal später drauf zu. Ja? Ich habe eine Höchstentschädigung von 65.000 Euro in den Unterlagen gefunden. Und wir haben einen Schutzbrief, ganz wichtig, gerade zu den Fragen, die 007 Rekin hatte. Schutzbrief ist dabei. Schutzbrief ist ja ein Thema, wo solche Sachen wie eine Rückholung und die Pannenbearbeitung, Abschleppwagen und so bearbeitet werden und drin sind. Ne? Da allerdings zu beachten, nur für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen. Ansonsten gibt es natürlich immer die Möglichkeit, wenn du ein Fahrzeug hast, was schwerer ist, sowas parallel abzuschließen. Aber über Paul Camper direkt
kannst du nur bis 3,5 Tonnen den Schutzbrief hast du nur drin. Ja? Ach so, und zum Thema Haftpflicht nochmal. Ich empfehle jedem mit dem Mieter im Vorfeld mal zu klären, ob er bei der privaten Haftpflicht, die ja eigentlich so gut wie jeder hat, die sind ja auch wirklich nicht teuer, die Mietsachschäden mitversichert hat. Die wenigsten wissen das, die wenigsten achten drauf. Es gibt Versicherungen, bei denen ist das pauschal mit drin und kostet gar nicht mehr. Mietsachschäden sind Haftpflichtschäden an gemieteten Sachen. Wenn euer Mieter an eurem Wohnmobil zum Beispiel einen Schaden verursacht, ich sage jetzt nur mal, er installiert das Fahrrad und rutscht ab und zerkratzt euch was, dann ist das natürlich auch eine Sache, die eine private Haftpflichtversicherung unter Umständen zahlen kann. Ja? Natürlich nur, wenn Mietsachschäden, also auch Schäden an gemieteten Sachen mitversichert ist. Ja? Das nur mal als zusätzliche Info. Jetzt kommen wir zum Thema technische Defekte, Defekte ohne Unfall, wie zum Beispiel so ein Getriebeschaden, den wir hier als Beispiel hatten und als Frage hatten. Defekt erst während der Anmietung bzw. nach der Übergabe. Dann entstehen Kosten für Vermieter. Ich versuche euch das jetzt immer hier den Versicherungstext einzublenden und ziehe euch die Informationen raus und lese euch die vor, wie das ein bisschen verdeutlicht wird und vereinfacht wird. Ne? Also wenn der natürlich vorher nicht zu sehen ist, der Schaden, und nicht zu hören ist und zu merken ist und er steht während der Fahrt, wie zum Beispiel so ein Getriebeschaden, dann ist das natürlich was, wo der Vermieter für aufkommen muss. Sein Fahrzeug hat einfach einen Defekt erlitten und unglücklicherweise in dem Moment, wo der Mieter es hatte, ist ja für den Mieter auch nicht gerade toll, wenn er dann plötzlich dort steht und eine Panne hat. Ne? Da kann man nicht auch noch sagen, du bezahlst mein Getriebe. Ja? Natürlich nur Schaden durch Bedienfehler nachweislich, dann haftet Mieter. Also wenn der Getriebeschaden zum Beispiel kommt, weil der Vermieter extrem schlecht gefahren ist, wie auch immer sowas geht, ist nur ein Beispiel, dann wäre das natürlich was anderes. Ne? Aber so ein Bedienfehler müsste dann immer nachweislich sein, das ist ja dann schon wieder fast grob fahrlässig. Ja? Dann keine schnelle Reparatur möglich. Mieter kann fristlos kündigen. Ist klar, wenn das Mobil nicht mehr funktioniert, ist die gelieferte, gemietete Sache nicht mehr vorhanden und dann kann er natürlich vom Vertrag zurücktreten. Und ganz klar, Mieter muss Defekt unverzüglich dem Vermieter melden. Ansonsten müssen Folgeschäden bezahlt werden. Ist auch logisch, wenn ich mit einem Defekt oder Teildefekt weiterfahre und es entsteht natürlich noch ein größerer Schaden, dann ist das natürlich logischerweise die Mieterschuld. Er hätte das natürlich vermeiden können. Sofort melden, Fahrzeug stehen lassen und auf Informationen warten vom Vermieter. Ja. Was ist bei einer Panne? Bei einer Panne ist es so, dass 100 Euro bis 100 Euro geleistet werden oder erstattet werden, wenn die Pannenhilfe kommt und dort eine schnelle Reparatur macht oder ein Teil ersetzt oder was. Da sind bis 100 Euro mitversichert. Wenn ihr euch abschleppen lässt oder abgeschleppt werden müsst in die nächste Werkstatt oder was, da sind bis 200 Euro mitversichert oder werden ersetzt. Außerdem, ganz wichtig, eine Rückholung des Fahrzeugs nach Reparatur aus dem Ausland ist mitversichert. Diebstahl und Beschädigung bei oder durch Diebstahlversuch. Schäden durch Entwendung oder Versuch sind versichert. Wichtig, ganz klar, wenn euch das Fahrzeug gestohlen wird oder es versucht jemand, das zu stehlen und beschädigt es dabei, dann ist das versichert. Auch Fahrzeuginhalte, Beispiel Kleidung, Taschen und so weiter. Ja, wenn die gestohlen werden oder beschädigt werden bei einem Versuch. Dann Diebstahl oder Raub, auch durch Erpressung, durch räuberische Erpressung sind versichert. Es kann ja passieren, dass jemand euer Mobil hat, dann kommt jemand bewaffnet oder was und sagt, gebt den Schlüssel her, ich will das Mobil haben und der Mieter gibt es natürlich hin, ja, ist klar, und die fahren weg. Ja, dann ist keine Beschädigung und dann wurde es sozusagen räuberisch erpresst und auch da ist es versichert. Haben wir schon mal die Sicherheit, dass auch das sicher ist. Kommen wir zum Thema Brand und Explosion. Ein Brand und Explosion sind versichert. Gilt nicht für Schmor- und Senkschäden oder Implosionen. Schmor- und Senkschäden sind ja Schäden, wo jetzt kein Feuer entstanden ist, aber wo etwas weggeschmort oder ich sage jetzt mal eine Zigarette auf den Polstern, die dann eine Weile schmort und dann ist jetzt nicht versichert. Ja. Brand schon,
Bei Implosionen ist es so, das ist jetzt zum Beispiel was nach innen explodiert, wie so eine aufgeblasene Luftmatratze, die vielleicht in sich zusammenbricht. Ist nicht versichert, sind jetzt nicht die wichtigsten Themen. Wichtig ist, Brand und Explosion ist versichert. Thema Mut und böswillige Zerstörung. Mut und böswillige Zerstörung sind auch mit versichert. Ganz wichtig, ich versuche mal dieses Versicherungschinesisch zu übersetzen, durch Personen, die in keiner Weise berechtigt sind, das Fahrzeug zu gebrauchen. Personen, die in keiner Weise berechtigt sind, das Fahrzeug zu gebrauchen, sind Personen, die von außerhalb nichts mit dem Fahrzeug zu tun haben. Ja, berechtigt, wo jetzt das nicht versichert wäre, sind natürlich die Mieter, die sind berechtigt, es zu gebrauchen, oder eine Werkstatt, weil die es reparieren sollen, ein Abschlepper, weil das natürlich abschleppen soll. Ja, das wäre dann wieder Schäden von denen, die anders zu betrachten sind, weil die ja selbst versichert sind. Aber grundsätzlich ist Mut und böswillige Zerstörung versichert, wenn das irgendwelche Randalierenden sind, die mit dem Mobil nichts zu tun haben, ist schon mal ein wichtiger Punkt. Schäden durch Naturgewalt. Naturgewalt, damit ist gemeint Sturm, Hagel, Blitzschlag, Überschwemmung, Lawinen, Erdrutsch und so weiter. Unmittelbare Einwirkungen sind versichert. Auch nicht mit dem Fahrzeug verbundene Gegenstände, die gegen das Fahrzeug geworfen werden, durch Naturgewalt, sind versichert. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, denn es kann passieren, oder ich habe es auch schon in der Praxis erlebt, dass zum Beispiel ein Fahrrad durch Wind umfällt, gegen das Wohnmobil fällt und mit dem Lenker Kratzer verursacht. Dann ist das ein Thema. Das hat natürlich was mit der Windstärke und alles zu tun. Also nicht immer ist der Wind natürlich ein Versicherungsfall. Das gibt gewisse Stufen, wie zum Beispiel Windstärke 8 oder so in den meisten Fällen. Aber grundsätzlich sind auch Sachen, die durch eine Naturgewalt gegen das Fahrzeug gestoßen werden, geworfen werden, auch da ist die Naturgewalt, die Schäden daraus mit versichert. Das Thema Bergung. Bergung ist versichert, wenn das Fahrzeug von der Straße abgekommen ist und aus eigener Kraft nicht mehr auf die Straße zurückkommt. Das ist ein Fall, wo eine Bergung versichert ist. Und das ist ein Fall, der natürlich mit einem Wohnmobil auch mal vorkommen kann. Denn wir bewegen uns natürlich mit Mobilen, die sehr schwer sind, auch mal abseits der normal befestigten Straßen. Und wichtiger Punkt, da ist Bergung mit versichert. Rücktransport und Rückholung vom Fahrzeug ist versichert, wenn das Fahrzeug nicht innerhalb von 3 Tagen wieder fahrbereit gemacht werden kann. Ja, wenn es länger als 3 Tage dauern würde, ehe es repariert ist, habt ihr die Möglichkeit, kriegt ihr es zurückgebracht, ohne dass für euch Kosten entstehen. Auch der Rücktransport aus dem Ausland eines wieder fahrbereiten oder nach Diebstahl wieder aufgefundenen Fahrzeugs ist versichert. Ja, wenn euer Fahrzeug einen Diebstahl hatte und wird wieder aufgefunden, auch dann wird es zu euch zurückgebracht auf Versicherungskosten, ist versichert. Außerdem auch ein wichtiger Punkt, auch bei Erkrankung des Fahrers oder natürlich der mit gemeldeten fahrenden Person oder wenn es eben nur ein Fahrer ist, dann des Fahrers, für länger als 3 Tage, Erkrankung für länger als 3 Tage, wird der Rücktransport des Fahrzeugs übernommen. Ja? Auch ein wichtiger Punkt, ich sage jetzt mal, Bein gebrochen, kann nicht mehr fahren, ja? Was kann alles vorkommen, oder ein Unfall oder was, im Kleinen oder ein Sturz oder was, Fahrzeug steht sonst wo, wird zurückgebracht, ist versichert. Thema Rücktransport, Mietwagen, Übernachtungskosten für Vermieter. Versichert sind Rückfahrten bis 1200 Kilometer mit der Bahn erste Klasse. Außerdem bei größeren Entfernungen auch die Linienflüge und die Taxifahrten zu den Verkehrsmitteln bis 100 Euro. Ja, die Taxifahrten zum Bahnhof oder zum Flughafen oder wie auch immer. Ne? Also ganz wichtig, wenn ein Schaden entsteht, wo das Fahrzeug, warum auch immer, nicht mehr repariert werden kann oder was, genau wie die Sache, wo es zu euch zurückgebracht werden muss, dann wird der Rücktransport für den Mieter bezahlt. Die Mieter werden nach Deutschland nach Hause zurückgebracht und es ist versichert. Stehen für euch keine Kosten, war ja auch eine Frage. Ne? Wenn das Fahrzeug nicht innerhalb von 60 Minuten, das bedeutet, wenn die Pannenhilfe vor Ort ist, 60 Minuten, wieder fahrbereit gemacht werden kann, ist ein Mietwagen versichert. Ja? Das heißt, wenn das Fahrzeug eine Panne hat oder einen Unfall hat, einen Schaden hat, dann haben die Mieter das Recht oder dann wird der Mietwagen für die Mieter bezahlt, ja? Sobald es über 60 Minuten dauert, das Fahrzeug wieder fahrbereit zu machen. Also auch da seid ihr safe als Vermieter. Die Mieter bekommen einen Mietwagen und es ist bezahlt.
versichert. Ja. Den Mietwagen bekommt man oder bekommen die Mieter bis maximal 14 Tage. Aber das ist natürlich vollkommen ausreichend, weil in dem Fall dann auch schon wieder Rücktransporte und so weiter organisiert werden bzw. vorgenommen werden. Ja. Wenn das Fahrzeug nicht fahrbereit ist oder gestohlen wurde, wird bis 100 € pro Nacht pro Person für Hotelübernachtung übernommen. Das heißt, ganz klar, eure Mieter haben auch kein Risiko, denn im Ernstfall wird die Übernachtung, welche auch immer, in ausreichender Höhe übernommen. Ja? Auch da seid ihr auf der sicheren Seite und auch da sind die Mieter vollkommen auf der sicheren Seite. Jetzt kommen wir zum Thema, wie läuft so eine Abrechnung ab? Wie läuft die Schadenbearbeitung ab? Ganz wichtig für euch, so eine Schadenbearbeitung oder eine Schadenabrechnung auf Gutachtenbasis wird zu 100% netto ausgezahlt. Das bedeutet, wenn ihr jetzt einen Schaden habt, wo die Versicherung laut Gutachten einschätzt, der kostet 1000 €, die Reparatur kostet 1000 €, dann könnt ihr entweder zu einer Werkstatt gehen und da für die 1000 € das machen lassen, oder ihr könnt auch das selbst machen, euch Teile holen, wie auch immer, und das selbst reparieren. Zeige ich in diversen Videos, wie sowas möglich ist und wie es abläuft. Und könnt dann dadurch diese 1000 € auf jeden Fall, also die erhaltet ihr sowieso. Vom Ablauf her ist es so, dass ihr die Kaution liegen habt und die 1000 € da rausnehmt. Die 1000 € habt ihr dann. Entweder gebt ihr in die Werkstatt, behaltet sie selbst und kauft dann Teile dafür und repariert. Wie auch immer, das ist möglich. Aber grundsätzlich ist es erstmal wichtig, dass Gutachtenbasis, kriegt ihr 100% abzüglich der Steuer ausgezahlt. Wenn ihr natürlich das in der Werkstatt machen lasst, dann kriegt ihr natürlich auch nach Vorzeigen der Rechnung, dass es gemacht wurde, dass die Steuer quasi bezahlt wurde, auch die Steuer wieder. Ja, ist ja ein durchlaufender Posten. Außerdem, ganz wichtig, mehrere Schäden sind auch mehrmals Selbstbeteiligung. Das heißt, wenn mehrmals pro Tour, wenn 2 Schäden zum Beispiel passieren, dann ist es auch zweimal Selbstbeteiligung. Ein ganz wichtiger Punkt, denn wenn so ein Kunde die Reduzierung nicht gemacht hat und 1500 € Selbstbeteiligung hat und es sind 2 Schäden, dann habt ihr ja wahrscheinlich nur die Kaution von 1500 € liegen. Und bei 2 Schäden müssten es aber eigentlich 3000 sein, die ja erstmal sozusagen als Selbstbeteiligung hinterlegt werden müssen oder geleistet werden müssen. Ihr habt da nur 1500 € liegen. Deswegen ist zwar sehr unwahrscheinlich, dass 2 Schäden passieren, hatte ich aber auch schon. Kunde hatte zum Glück die Reduzierung auf 250 € und deswegen sage ich immer, die ist unheimlich wichtig für alle Beteiligten. Für die Mieter super, wenn er natürlich da nicht so eine Riesensumme zahlen muss, und für euch, weil vom Ablauf her das alles viel, viel sicherer ist und auch weil der Stress natürlich viel kleiner ist, wenn weniger Unkosten für die Mieter entstehen. Ne? Vom Ablauf her ganz grob ist es nochmal, ihr habt einen Schaden, ihr macht eine Übergabe, macht ein Protokoll, das fällt auf und so weiter. Dann ist es wichtig, das extremst zu dokumentieren, lieber zu viel wie zu wenig, schön viele Fotos, und dann meldet ihr es der Versicherung, müsst dann ein Schadenprotokoll ausführen und müsst dann Bilder wegsenden. Oft ist es so, dass aufgrund der Bilder schon ein Gutachten gemacht werden kann und euch zugesendet wird. Manchmal gibt es dann vielleicht zum Beispiel so ein Videogutachten. Wir haben ja jetzt momentan Corona, ist alles ein bisschen schwierig. Oder es kommt dann auch ein Gutachter vorbei und schaut. Hat auch ein bisschen was mit der Höhe zu tun des Schadens. Und dann wird das eingeschätzt auf zum Beispiel 1000 €. Und dann ist es so, dass ihr die 1000 € von der zurückgelegten Kaution nehmt. Da liegen 1500 € oder wurden euch überwiesen. Dann nehmt ihr die 1000 € und könnt den Schaden regulieren. Ob ihr das in der Werkstatt macht oder selbst, wie auch immer, das ist nochmal ein anderes Thema. Wenn dazu Fragen sind, schreibt mir gerne. Und dann habt ihr quasi noch 500 € liegen. Diese 500 €, die nicht verwendet werden, die überweist ihr dem Mieter zurück oder gebt ihr zurück. Also in dem Fall, ne, klar, wenn jetzt eine Rückgabe ist ohne Schaden, dann gebt ihr das Geld ja wieder hin. Wenn natürlich hier so ein Schaden ist, dann behaltet ihr die Kaution erstmal und überweist die dann. Ihr seht den Mieter ja jetzt nicht unbedingt nochmal oder ne, in naher Zukunft. Also überweist ihr die 500 € und die 1000 benutzt ihr für die Regulierung vom Schaden. Dann ist es so, der Mieter bekommt seine Reduzierung, oder wenn er eine Reduzierung auf 250 € gemacht hat, dann bekommt er natürlich nochmal Geld wieder von irgendjemandem, denn er hat euch ja 1000 € gegeben. Und das läuft so, dass er hintenrum im Nachhinein, wenn er das Gutachten hat von euch, wenn das erledigt ist, dann kann er bei der Parallelversicherung, die er mit diesem Obolus, mit der Reduzierung abgeschlossen hat, das einreichen und bekommt dann da eine parallele Bearbeitung, bekommt da in dem Fall 750 € wieder von den 1000, sodass er für den ganzen Schaden nur 250 € Selbstbeteiligung gezahlt hat. Das ist grob
zum Ablauf einer Reparatur. Keine Angst haben davor. Ich zeige in verschiedenen Videos, wie die Abläufe sind und so ein Schaden kann immer passieren. Da bin ich auch noch nie im Mieter böse gewesen. Das kann jedem mal passieren. Man muss da nur fair miteinander umgehen und die Schadenregulierung ordentlich machen und dann ist das Mobil so wie vorher und alles ist gut. Jetzt kommen wir noch mal kurz zu meinen Erfahrungen und einem kleinen Fazit. Wie ich eben schon erwähnt hatte, ist es grundsätzlich so, ich muss sagen, habt keine Angst davor, dass mal ein Schaden passieren kann. Habt keine Angst davor, dass irgendwelche Sachen auch mit dem Mobil unterwegs passieren können. Wie ihr jetzt hier in dem Video gesehen habt, ist das doch recht umfangreich, was da wirklich für Sachen auch schwarz auf weiß geschützt und versichert sind. Und auch bei Schäden ist es so, habe ich die Erfahrung gemacht, so ein Schaden kann passieren, wenn man damit ordentlich umgeht und auch im Vorfeld schon weiß, ach, wenn sowas kommt und sowas kommt vielleicht auch mal, dann machen wir das so, so und so. Dann ist das gar nicht so schlimm. Das Mobil wird wieder hergerichtet, ist danach wie vorher, ist wie neu und dann ist das einfach auch okay, gehört dazu. Ja. Ich freue mich, wenn ich euch da ein paar Sorgen nehmen konnte und ein bisschen Klarheit schaffen konnte. Ich freue mich natürlich, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr zukünftig dabei seid bei weiteren Videos. Ich freue mich auch, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst als Bestätigung und natürlich auch Kommentare schreibt, wenn noch Fragen sind zu einzelnen Sachen, wo vielleicht nochmal tief was erklärt werden soll. Gerne schreibt mir, freue ich mich. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit, hoffentlich bald wieder tolle Reisen und immer eine sichere Tour mit eurem Wohnmobil. Ciao, ciao.